Um mit Rider zu entwickeln, gehen wir auf jetbrains.com/rider, klicken auf Download und laden JetBrains herunter. Wenn der Download abgeschlossen ist, klicken wir uns einfach durch das Setup. Wir können hier JetBrains Rider als Desktop-Shortcut einrichten, das wollen wir, und auch mit SLN Dateiendungen verknüpfen. Das bedeutet einfach, wenn wir Solution-Dateien erstellen, womit wir schlussendlich arbeiten, wird hierfür automatisch Rider verwendet. Nach der Installation können wir JetBrains Rider starten. Im nächsten Bildschirm können wir einstellen, welches Theme wir verwenden wollen. Wenn du Visual Studio gewohnt bist, dann kannst du Visual Studio verwenden. Wir verwenden hier allerdings jetzt Rider. Die Tastenkombinationen für mich, ich bin Visual Studio gewohnt, ich verwende Visual Studio. Du kannst aber auch die JetBrains IDE Commands verwenden. Wir wollen keine Plugins installieren. Und nun begrüßt uns Rider mit dem Startbildschirm. Um Maui allerdings verwenden zu können, müssen wir noch das .NET Framework installieren und geben folgende URL ein und laden uns .NET in der aktuellsten Version herunter. Für mich ist das noch .NET 8.0, aber zum Erscheinen des Videos ist wahrscheinlich schon .NET 9 draußen. Wir laden uns das SDK herunter, das habe ich auch schon gemacht. Und starte es gleich. Um mit Rider Maui entwickeln zu können, brauchen wir die Maui Workload. Dazu öffnen wir einen Terminal und geben .NET Workload install Maui ein. Dadurch, dass es bei mir schon installiert ist, passiert hier nichts. Bei dir wird es wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis die komplette Workload installiert ist. Um mit Rider oder Visual Studio Code für Android zu entwickeln, müssen wir Android Studio herunterladen. Dazu gehen wir auf developer.android.com/studio und laden uns Android Studio herunter. Wir akzeptieren die AGBs und laden es herunter. Nach der Installation haben wir einen Willkommensbildschirm von Android Studio. Nun klicken wir auf More Actions und Virtual Device Manager. Create a Virtual Device. Wir nehmen ein Pixel 7a und dann laden wir uns ein Betriebssystem herunter. Ich würde jetzt mal sagen Upside Down Cake. API Level 34, das laden wir uns herunter. Nach der Installation klicken wir einfach nur noch auf Finish. Um nun in Rider einen Emulator verwenden zu können, öffnen wir Android Studio, klicken auf More Actions und auf Virtual Device Manager. Hier starten wir den Emulator. In Rider können wir nun Android auswählen. Hier sehen wir, das Android-Device ist grün, also können wir das Debuggen starten. Und unsere App läuft jetzt nun auf Android.